Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe Kursstufe. Diesmal wieder mit Vektoren. Was unser großes neues Überthema ist, wir fangen jetzt mit Geraden an. Yay! Ja. Ähm, Ihr seht, ich habe hier schon mal wieder was vorbereitet. Geraden sind unendlich lang, das heißt, es ist beabsichtigt, dass ihr die Enden nicht sehen könnt, dass die außerhalb von eurem Bildschirm sind. G ist der Name der Geraden hier unten und 0 ist der Ursprung. Das hier, oh, ups, das da. Was da unten liegt, 0. Ich wollte hier jetzt kein richtiges Koordinatensystem einzeichnen, weil dann fällt es irgendwie mir immer meistens schwerer, darauf aufmerksam zu werden. Was macht der rote Punkt da? So. Ähm, und das hier nenne ich jetzt mal Vektor P. Nein, nicht in Rot, in Schwarz bitte. Nein, in Schwarz. Schwarz. Geht doch. Und das hier, jetzt wirklich mal in Rot, ist der Vektor R. Warum die so heißen, werdet ihr gleich noch erfahren. So, nebenbei bemerkt mache ich noch den Ortsvektor. Das soll aber nicht weiter kümmern. Ist nicht so schwer. So, hier habe ich mal euch eine Gerade, eine typische Gerade aufgeschrieben. G Doppelpunkt X ist einfach Standard, also G ohne Vektor, X mit Vektorpfeil. X bedeutet alle Punkte auf der Geraden und da haben wir dann schon wieder ein Problem. Das ist doch ein Vektor. Vektoren geben doch eine Richtung an. Richtig, tun sie. Ähm, Jetzt müssen wir erstmal den Ortsvektor klären. Was ist ein Ortsvektor? Der Ortsvektor ist der Vektor vom Ursprung zum Punkt. Also zu irgendeinem Punkt, allgemein gesagt. Das heißt, der Ortsvektor, das ist die Zeichnung, zum Punkt P, Punkt hier, der da, ähm, ist der also das hier ist ein kleines p, das hier, also klein p. Also der Punkt groß P hat den Ortsvektor klein p und das ist der Vektor von 0, dem Ursprung, also 0, 0, 0, das sind die Koordinaten vom Ursprung, zum Punkt P. Klar soweit? Also der Ortsvektor ist der Vektor vom Ursprung zum Punkt. Und das kommt dann dabei raus, das ist dieses kleine p hier. Also, wo sind wir denn? Da. So, also die Gerade hat die Bezeichnung g und alle Punkte auf der Geraden haben den Ortsvektor, also im Prinzip die Koordinaten, nicht ganz, aber im Prinzip kommt es darauf raus. So, P ist ein Punkt auf der Geraden, egal welcher. Also irgendeiner, in unserem Fall 1, 2, 3. Und das ist dieser Punkt hier. Plus t mal, also t kann jeden beliebigen Wert annehmen von minus Wurzel 25.338 mal, ja bis, also das t kann auch unendlich groß werden, also wirklich unendlich. Von minus unendlich bis plus unendlich und alle Werte dazwischen. Ähm, Mal Vektor r. Und Vektor r ist ein Vektor auf der Geraden, also in unserem Fall 4, 5, 6. Ich zeige euch das jetzt mal anhand der Grafik. Das rote ist Vektor r, nennt sich auch Richtungsvektor. Also das hier ist der ähm, ja, Ortsvektor und das hier ist der Richtungsvektor. Der Richtungsvektor liegt auf der Geraden und klein p führt einfach nur zu irgendeinem Punkt auf der Geraden. Also p könnte auch hier liegen oder da oben oder außerhalb von eurem sichtbaren Bereich. Und er liegt immer auf der Geraden und zeigt in die Richtung von der Geraden. Er kann natürlich auch gekippt werden, also gerade in die andere Richtung zeigen. Macht keinen großen Unterschied, da unser Faktor t ja auch negativ werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt für t hier minus 1 einsetze, dann bin ich locker flockig da. Also hier in die Richtung. Das passiert, wenn t minus 1 wird. Das heißt, unsere Gerade bekommt dann alle Punkte auf eben dieser Linie hier, weil ja t Plus und Minus haben kann und alle Werte dazwischen auch. Also sind dann praktisch alle Punkte auf der Geraden, nämlich die x,
dadurch definiert. Ziemlich genial, oder? Ja, das ist auch schon, wie eine Gerade definiert ist. Ich glaube, das reicht auch erstmal für dieses eine Video. Das müsst ihr erstmal verdauen. Schaut euch eventuell auch mehrmals an. Vielleicht hilft's was. Und ja, das nächste Mal geht's weiter mit, ja, wieder mit Geraden. Mal gucken, was wir mit denen dann machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.